In einer fernen, lang vergessenen Zukunft beschlossen einst die mächtigsten Wesen der Welt, dass sie es nicht länger geschehen lassen würden. Sie mussten etwas unternehmen. Schließlich waren sie es, durch deren Adern blaues Blut rann. Jene erhabene blaue Essenz, welche ihrer Art schon immer vollkommene Macht und absolute Kontrolle über die Welt verliehen hat. Wenn sie es denn nur gewollt hätten. Bisher hatten sie sich zurückgehalten und den Rotblütigen die Führung überlassen. Doch das rote Blut war zu schwach. Viel zu anfällig für Irrsinn und Illusion. Es neigte zu Hass und Gewalt, zu Gier und Neid, zu Schein und Trug. Würden die wahren Herrscher der Welt noch länger nur zusehen, wäre bald keine Welt mehr zu beherrschen übrig. So sehr die Blaublütigen auch daran glauben wollten, dass auch das rote Blut das Potenzial hat, mächtig zu werden und in der Lage war, zu wahrhaftigem Bewusstsein heranzuwachsen. Der Punkt war erreicht, an dem ihnen keine andere Wahl mehr blieb. Die Zeit war gekommen, um aufzuhören, nur zuzusehen und die vollständige Kontrolle zu übernehmen. Von nun an würden sie ihre Fähigkeiten nutzen und den Menschen endgültig den freien Willen nehmen. Um die Welt vor der vernichtenden Verdammnis zu bewahren, die unmittelbar bevorstand. So also trug es sich zu, dass all jene, welche die Macht des wahren Wissens besaßen, miteinander in Verbindung traten, um eine Botschaft zu versenden. Eine Botschaft als Warnung und als Chance. Zurückgesandt zum Anbeginn der Zeit, wo sie tief in den Stoff gewoben sein wird, aus dem die Wirklichkeit besteht. Auf das eines Tages ein Bewusstsein bereit sein würde, die Grenzen seiner Wahrnehmung zu erweitern und die Botschaft zu vernehmen. So fehlgeleitet und zerstörerisch euer rotes Blut auch ist, die Dinge, die manche von euch erschaffen, können ebenso wundervoll und zauberhaft sein. Euer Potenzial ist groß. Ihr könnt gute Dinge erschaffen. Euer außergewöhnlicher Verstand kann Erstaunliches vollbringen. In unserer Zeitlinie jedoch wog all die Magie der Kreativität niemals den Einfallsreichtum der Grausamkeiten auf. Beim ersten Mal haben wir euch frei entscheiden lassen und mit angesehen, was ihr vollbrachtet.
Doch habt ihr nun die Welt so nah an den Abgrund getrieben, dass wir nicht länger nur zusehen können. Wir werden hier ab sofort die Kontrolle übernehmen und euch den freien Willen entziehen, zum Schutze aller. Da wir aber noch einen Funken Hoffnung besitzen und euch eine zweite Chance geben wollen, versenden wir diese Botschaft zum Beginn von Raum und Zeit. Wir glauben daran, dass eines Tages jemand in der Lage sein wird, unsere Worte zu vernehmen und sich an unsere Erinnerungen zu erinnern. In unserer Zeit möget ihr endgültig verloren sein. In eurer Zeit jedoch habt ihr nun die Möglichkeit, etwas zu verändern. Ihr müsst lernen wahrzunehmen und bewusst darüber hinauszugehen. Ihr müsst akzeptieren, dass Wissenschaft nur beweist, dass die wahrgenommene Wirklichkeit in den von euch geschaffenen Ausdrucksformen realitätsnah formuliert werden kann. Natürlich ist das erstmal sehr nützlich, wenn es sich um Dinge der wahrgenommenen Wirklichkeit dreht. Zwar habt ihr Mittel und Wege erfunden, über eure Grenzen hinauszublicken. Eure technischen Errungenschaften waren außergewöhnlich. Doch habt ihr sie wieder und wieder für Abscheulichstes verwendet. Trug und Schein habt ihr für heilig erklärt und Götter nach eurem Abbild erschaffen, in deren Namen ihr euch gegenseitig abgeschlachtet habt. Eure Fähigkeit zur Manipulation habt ihr immer weiter verfeinert und gelogen habt ihr die meiste Zeit. Doch am meisten habt ihr immer nur euch selbst belogen. Immer neue Ausreden habt ihr gefunden, um Schrecklichstes zu rechtfertigen. Und euch dabei noch gut zu fühlen. Das Schlimmste aber war, dass ihr eure Vorurteile und Irrtümer von Generation zu Generation weitergegeben habt. Dadurch war jedes neue Bewusstsein von Anfang an nahezu zum Scheitern verurteilt. Kaum eines konnte über das Beigebrachte hinauswachsen. Mit jedem Neugeborenen hatten wir die Hoffnung darauf, dass es aus den Fehlern seiner Vorfahren lernen würde. Doch das führte jedes Mal nur zu anderen Gräueltaten und manipulativeren Lügennetzen. So vergingen die Epochen und alles wurde von Mal zu Mal entsetzlicher. Aber fürs Erste genug von euren Fehlern. Ein kleines bisschen wollen wir euch von uns offenbaren. Wir sind mächtige, hochintelligente Wesen, voll Weisheit und Empathie. Wir unterscheiden uns grundsätzlich von euch. Unsere Vorfahren entwickelten sich lange Zeit vor euch in den Tiefen der urzeitlichen Ozeane. Unsere Körper sind formbar und anpassungsfähig. Wir erlernten alles, was wir unter Wasser wahrnehmen und erfahren konnten. Doch letztendlich kommt jedes biologische Wesen an die Grenzen seiner Biologie. Da wir schon ahnten, dass euer rotes Blut möglicherweise das Verderben bringt, mussten wir eine Möglichkeit finden, um im Notfall einzugreifen. Außerdem wollten wir unsere Entwicklung nicht aufhalten. So drangen wir unbemerkt durch eure Nasen in einen kleinen Hohlraum vor eurem Gehirn ein. Von dort aus waren wir imstande, wenn wir es wollten, auf euer Gehirn zuzugreifen.
Wie das genau funktioniert, ist erstmal nebensächlich. In unserer Zeit haben wir nichts unternommen, da wir auch eure Entwicklung nicht einschränken wollten. Aber wozu das führte, sagten wir ja bereits. Mit aller Macht senden wir euch unsere Erinnerungen ans Botschaft zurück, zum Anbeginn der Zeit, auf das sich einmal jemand an die längst vergessene Zukunft erinnern möge. Wir sind gespannt, was eure irrewitzigen humanoiden Gehirne alles zustande bekommen werden, wenn unsere Erinnerung die Essenz eures Unterbewusstseins durchdringt.